Moin Moin ihr Lieben. Das ist Cleo und ich bin Rob. Wir sind zwei Tätowierer aus Köln, die sich entschieden haben, ihr Leben in Deutschland aufzugeben und gemeinsam dieses Boot, eine Motiva 39S, zu restaurieren und damit die Welt zu entdecken. Seid also dabei, wie wir dem Schiffchen ohne die nötige Erfahrung wieder Leben einhauchen und mit unseren 3 Katzen auf die größte Reise unseres Lebens gehen. 3 Monate sind seit dem letzten Besuch vergangen. Während ich in Deutschland bleibe, kümmern sich Rob und Sascha ums Technische. Wir sind ungefähr eine Stunde am Boot und der Sascha hat es schon geschafft, hier unseren Bordstrom ans Laufen zu kriegen. Es ist nichts durchgebrannt. Wir haben rausgefunden, wo das alles funktioniert, nämlich da unten. Ja. Und dann gucken wir morgen mal, ob wir mit dem Rest anfangen. Kuckuck! Na, hier unsere schmockige Backskiste. Sieht auch nicht mehr so fresh aus. Ja, ist aber okay. Lass mal zu. Ja gut, aber der Rand ist ja jetzt auch nicht voll, ne? Nee. Aber die Entwässerung ist wahrscheinlich trotzdem dicht, ne? Das ist ja das Loch da. Die habe ich in der Front repariert. Ne, ist frei. Ja? Ja. Okay. Ja, sonst müsste auch Wasser drin stehen, ne? Dann wäre es Ja, ja noch ist- voller. Da kommt der Drahtmann. Der ist doch nicht steif genug dafür. Der ist steif genug. Ist auf jeden Fall steifer als dein. Ist ja nicht schwer. Scheiße. Das ist blöd. Die Plattform ist ein wenig klein hier. Du bist immer zu dick. Ah, läuft's ab? Es ist schon längst abgelaufen. Die andere Seite. Ja, die ist leer. Ah, geil. Also irgendwas Dann war's das hat jetzt. sich auf jeden Fall schon getan. Jetzt. Nimmt das direkt auf? Ja. Das ist schön. So. Der Rob grabbelt jetzt den Scheiß aus der Backskiste raus. Das ist eine scheiß Lüge, echt. Da. Ich habe gar keine Hände frei für sowas. Ah. Hier ist alles nass. Ja, richtig. Deswegen sollst du dich ja bücken, nicht ich. Was soll ich mit der Lampe? Es ist hell. Es ist Da- Tageslicht, Mann. Da unten sehe ich nichts drin. Weil du ein scheiß Blindfisch bist. Nee, weil ich eine getönte Brille habe, du blöder Hund. Aua. Aua, das ist Zweitaktsprit, Mann. Könnte sein. Das ist so. Das könnte damit was zu tun haben. Mach's auf, riech dran und weißt es. Ja, das will ich jetzt wissen. Oh, es ist Kohlensäure drin. Ja. Das ist Zweitaktsprit. Gut. Das habe ich schon mal in meinen Mofa getankt. Das würde ich auch hier draufschneiden, das Mofa. Ist so. Ja. Dann Ja, guck und mal, jetzt? Rechts in der Ecke müsste rechts relativ mittig müsste das scheiß Loch sein für die Entwässerung. Also ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, da kommen keine Kabel rein. Da müssen ja auch keine Kabel reinkommen. Nee, weil du mit deiner Elektronik-Scheiße da eben. Ja, Elektronik scheiße. Ja. Elektronik ist halt scheiße. Ja. Jetzt grabbel an dem scheiß Kabel da. So, was willst du denn? Was soll ich überhaupt Du machen? sollst das Warum, Loch- warum genau habe ich die Scheiße hier rausgeholt? Damit du da unten rechts ist irgendwo mittig die Entwässerung. So, Nee, warte mal. ja. Da stimmt ja irgendwas nicht. Das kommt doch rechts aus der Backskiste raus. Ja. Das ist quasi da, wo der Schlauch auch hier drauf geht. Hier. Da geht die Entwässerung, guck mal, hör mir doch zu. Ja. Die Entwässerung geht einfach durch. Die geht von dem Ach Rand so. hier durch bis unten. Weil die unten keine Entwässerung hat. Okay. Weil die ja durch den Rand theoretisch nicht volllaufen kann, weil die Entwässerung vom Rand ja funktioniert. Ja, richtig. Also kann das daran nicht liegen. Da muss die Backskiste tatsächlich undicht sein. Ja, dann ist die Backskiste wahrscheinlich undicht geworden. Ja. Nee, das ist erstmal Holz, Stahl und unten mit Dingens. Griffelblech Mit oder hier, was was? ist das? Glasfaser. Mit Glasfaser Irgendwas Blech. verstärkt und die Glasfaser ist gebrochen an den Ach so, Ecken. ja, das kann Und deswegen sein. läuft doch das scheiß Wasser da rein. Ja, dann haben wir doch unsere Ursache. Ja. Filmst du auch vernünftig oder filmst du einfach nur in irgendeine Richtung, wo du meinst, wo die Kamera... Ich filme dahin, wo du bist. Okay, ich räume das wieder ein. Willst du Ja, warte so. jetzt kurz in Action? Ja, hier so. Hast du gut gemacht. Ja, ne? So, aber bitte den mit Sprit nicht. Ach komm, der passt auch noch rein. Ja, aber nicht fallen lassen. Ich wollte gerade sagen, lehn dich nicht zu weit nach vorne. Du weißt schon, dass du in jedem Video Hintern zeigst. Schön, danke. Ich weiß nicht, ob YouTube so interessiert daran ist, dauerhaft seine Poperze zu sehen, aber wir werden es herausfinden. Ich werde sicherlich ein paar miese Kommentare dazu kriegen.
Ich liebe es, auf beengtem Raum zu arbeiten. Oh, haben die hier schön eingebaut, das Ding. Ja, super gemacht. Das ist Öl. Sieht gut aus. Ja. Es ist noch viskos, es bewegt sich. Müsste es nicht eigentlich heller sein? Ja, es ist normalerweise heller. Aber es ist ja auch schon ein bisschen in den Motor, ne? Mhm. Das ist der Luftfilter. Aber auch der sieht gut aus, siehst du? Ist ein bisschen rostig, aber ansonsten okay. Wir sind gerade auf der Suche nach den Tanks hier. Wir haben sie auch gefunden. Dieseltanks. Ja. Das ist die Kraftstoffpumpe. Also, und guck mal. Unten ist auch nur ein bisschen Schwitzwasser in der Bilge. Also wir haben offensichtlich keinen Wassereindruck, was schon mal sehr Aber schau mal, du hast keine Luft im Spritzsystem. Aha. Siehst du das? Da ist nichts drin. Das ist nur ein Überlaufbehälter. Wo das auch immer hingeht. Das ist eine Handpumpe, guck mal. Ja. Meinst du es eng? Nur ein bisschen. Ja, das oh Gott. Jetzt geht schon wieder aus. Ja, genau. Okay. Die ist tot. Ich habe nur 0,7 Volt. Die ist tot. Ist platt. Ja, aber die kriegen wir da auch nicht mal so eben raus. Ja. Das ist schlecht. Die Kisten sind festgeschraubt, ne? Ja. Mhm. Und das ist genau das Problem, weil da muss der Tank da raus. Und das hier wird die Kühlung vom Motor sein. Und dann ist das Seeventil irgendwo da unten. Oder hier an der Seite. Das geht auf jeden Fall darüber. Mhm. Ja, ein bisschen Lektüre hier. Hast du schon was gelernt? Ja. Ja. Was machst du denn da? Batterieladen. Oh. Batterieladen. Das sind übrigens dieselben wie die da hinten noch in der Kiste stehen. Achso, ja, die unteren, ne? Ja. Mhm, okay. Das heißt, die Batterien sind nicht kaputt. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja. Alles, was nicht kaputt ist, das mögen wir hier. Denn hier ist so ziemlich alles kaputt. Ja, aber wir haben schon tatsächlich ein paar kleine Erfolgserlebnisse gehabt. Und zwar haben wir das Ruder freigängig bekommen. Das ist alles noch ein bisschen hakelig. Das werden wir alles noch fetten und schmieren. Da unten ist die Kette dafür. Die geht dann irgendwo hier hinter lang zum äußeren Steuerstand. Ja, das werden wir auf jeden Fall alles noch fetten. Und gucken wir, ob das schön leichtgängig ist. Die Züge vom Gas hier, die sind auf jeden Fall auch noch gängig und funktionieren. Ist auch schon mal ganz schön. Der Strom läuft. Haben wir die Electricity ans Laufen bekommen. Und jetzt kümmern wir uns um den Motor. Machen gleich einen Ölwechsel. Und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. So, und jetzt die Batterien zu laden. Hoffen wir, dass das alles gut vonstatten geht. Ups. Ja, schmeiß weg. Ja. In die Büsche mit dem ganzen Scheiß. Die Natur ist ein Kreislauf. Ab in die Büsche mit dem ganzen Scheiß. Ja, die Natur ist ja ein Kreislauf. Aha. Was haben wir denn hier? Da kriecht das Dicke ins Loch, guck mal. Oh Gott. Wie es sich voranschiebt. Wie eine dicke Raupe. Ah. Ah ja. Was haben wir denn hier alles? Guck mal her. Steuerelektronik. Steuerpanel von hinten. Da läuft die ganze 12 Volt Bordspannung drüber. Das ist einfach nur ein Verteiler. Da neben mir ist ein Wechselrichter. Der macht Strom. Aber wo der hingeht, weiß noch kein Mensch. Aber ich
möchte gerade noch mal festhalten, dass er gerade in die Kamera gefurzt hat. Das ist ein Schwein, echt. Hier drin stinkt es auch ganz fürchterlich. Oh mein Gott. Der werte Herr dort unten hat gerade ein Batterieladegerät gefunden, ein integriertes, was offensichtlich die Bordbatterien lädt. So, welche ist die Frage? Naheliegend wäre natürlich diese hier unten zur Steuerung der Bordelektrik, denn die Motorbatterien sind da unten, aber das habt ihr eben gesehen. So, einmal zum Thema sinnlose irische Stecker. Ja, wir haben hier diese Lampe, diese kleine Tischlampe. Jetzt guckt euch das mal an, einfach nur. Es ist einfach völlig absurd. Da steckt einfach gute deutsche Qualität drin und dann verbasteln die das mit diesem hässlichen, schrecklichen Stecker. Das ist doch unfassbar, oder? Ah, das ist echt Wahnsinn. Also sowas habe ich wirklich vorher noch nicht gesehen. Ach mein Gott. Schneiden wir gerade ein bisschen Folie zurecht. Und die werden wir hier draußen außen vor die Fenster kleben. Weil auch mit der Abdichterei, die ich hier beim letzten Mal gemacht habe, es hilft alles nicht. Also die Sicken hier unten sind immer noch sickenass. Ja, ich bin jetzt wieder bei dir. Es rasselt mit der Folie. Es will etwas von mir. Jetzt hat es verloren. Selbstverständlich, weil das ja auch der typisch ist, muss es hier natürlich auch noch stürmen wieder dieses Wochenende. Also hier ist wieder ein richtig geiler Sturm angesagt. Ist jetzt schon gut kabbelig hier. Und das wird heute Nacht noch richtig geil. Ja, wir haben hier einen losgezogen, nur das ist Wahnsinn. Aber so bleibt es immer entspannt, ne? Ich muss filmen, du könntest ja ins Wasser fallen, weißt du? Ja, das Nicht, dass wir diesen glorreichen dass wir Moment das verpassen verpassen würden. Gleiches wie im Bad. Unser Wasser läuft. Ich bin froh, dass es mit dem Schlauch funktioniert. Ich hoffe, wir hätten da noch die Scheiße reinwürgen müssen. Ich wirke gleich Scheiße raus, nicht rein. Ja, genau das. Ja, ist es nicht. Ölwechsel mal anders. Aber wenigstens kommt ja da jetzt kein Öl mehr raus aus dem Scheiß. Ist gleich voll. Ja, nur noch 400 Mal pumpen. Ungefähr. Das ist kein Job für so zarte Hände wie unsere. Nee. Zarte Mädchenhände. Ja, da sind wir gerade zurückgekommen aus dem Pub und haben erstmal bemerkt, dass aufgrund des Sturms hier die hintere Leine gerissen ist. Eine der zwei hinteren Leinen, Achterleinen. Das Ding ist, wenn hier Ebbe ist, was jetzt gerade ist, dann steht das Ding auf dem Kiel. Das sind so ungefähr 10 cm, die hier das Wasser weniger tief ist als unser Kiel lang. Ja, und dann steht das natürlich extrem auf der Seite und zack, die dickste hintere Leine gerissen. Wir kamen hier an, haben uns schon gewundert, warum steht das Schiff so weit vom Steg weg, ne? Ja, klar. Aber noch die dickste Leine zerfetzt, ey. Wahnsinn. Wir haben jetzt noch 2 Unterstützungsleinen dran gemacht hinten. Zur Sicherheit und trotzdem fühlt sich gerade richtig beängstigend an, oder? Ja, super, ne? Weil sich das Schiff hier gerade so weit zur Seite neigt. Wir haben das Gefühl hier, also nicht nur, dass einfach totale Ebbe ist, gerade wirklich tief, aber der Wind bläst das Wasser hier offensichtlich noch mehr raus. Das Schiff steht noch schräger und wir haben ja 1,90 Meter Tiefgang hier. Ja, das fühlt sich crazy an, also hier drin. Den Tag über war echt vollkommen okay, klar, ein bisschen Schaukelei, aber das ist jetzt echt krass. Ja, aber das fühlt sich auf jeden Fall heftig an gerade. Naja, auch wieder eine gute Vorbereitung, würde ich sagen. Ja, wir achten auf die Leinen, was sollen wir sonst machen? Und gucken, wir haben noch ein paar Leinen in Reserve, also wir fühlen uns halbwegs sicher. Geht noch was. Da geht noch was, ja. Segi, hier, suboptimaler Daumen. Ich sehe auf jeden Fall richtig gut aus, ey. Ich fühle mich wie angefahren.
von so einem 40-Tonner überrollt, der dann noch auf mir gebremst hat. Boah, was eine Nacht, ne? Von 4 Uhr bis 7:30 Uhr wach. Das ist hier am Schaukeln. Vergleichsweise nur irgendwie, was waren es, 24 Knoten, 25 Knoten Wind. Halt nur, aber nur von der Seite. Boah, die ganze Zeit so eine Krängung hier, ey. Crazy. Boah. Und der sieht auch nicht besser aus. Der hat im Salon geschlafen hier und war hier eingepfercht. Ich hab den nur mehrfach aus dem Bett plumpsen hören hier. Hier ist alles rumgeflogen. Denkst schon, du hast alles irgendwie festgemacht und gesichert und trotzdem reicht's nicht. Kauf dir ein Boot, haben sie gesagt. Das wird wundervoll, haben sie gesagt. Am Arsch, haben sie gesagt. Ja. Ja, da oben wird gerade die Kette geschmiert. Bin dabei. Die haben wir jetzt hier auf dem kompletten Weg schön geschmiert und jetzt ist da alles wieder frei hier. In der Achterkabine den Boden geöffnet habe. Und hier haben wir ein bisschen Wässerchen. Ich kann mir auch schon genau denken, wo das herkommt, denn hinten ist der Boden unserer Backskiste offensichtlich undicht. Und dementsprechend läuft das natürlich von hier hinter quasi von dort aus da quasi dorthin. Ich würde behaupten, Not macht erfinderisch. Wir brauchen das. Ja, wir brauchen so einen Killswitch. Und wir bauen das aus einem Korken und einer Schraube. Ja. So. Quasi scharlatanhaft wie wir sind. Ja. Nicht, als hätte ich ihm hier nicht einen Schraubstock, ich kann schon nicht mehr sprechen, Schraubstock gebracht. Gleich sägt er sich den Finger an. Das sieht sogar halbwegs patent aus. Ja. Nimm den da, wo der, genau, den ersten direkt, weil dann sehen wir, ob der Bordstrom wieder geht. Gut. Also, ja, geht. Dann steck den mal den allerersten von vorne. Nee, den Korken in den allerersten. Ach so. Ganz nach vorne, weil dann sehen wir hier an dem Panel, ob der Bordstrom wieder geht. Achso, den ersten meinst du? Ja. Und jetzt in den zweiten ja. Ja. Ja, geht. Geht? Ja. Ja. Alles wieder an. Jetzt Mensch. Jetzt kannst du den dritten auch nehmen. Bitte schön. Schön. Ja, also hier, das funktioniert soweit schon mal. Oh, GPS die nicht. Wasserfüllstandsanzeige geht. Oh. Da, Ja, krass. guck. Ja. Das ist der zweite Tank. Steuerbord, Backbord-Tank. Ja. Guck. Steuerbord, mit dem Backbord. Ja. Und Steuerbord. Ja, krass. Das wird doch langsam hier, Mensch. endlich mal ein paar Sachen zum Freuen. Wir haben schon so viele Dinge geschafft hier, wo wir echt gedacht hätten, da kommen übelsten Hürden auf uns zu. Also wir sind gerade erstaunlich optimistisch. Funk. Nee, das gibt's ja gar nicht. Du scheiß MacGyver, du. Herrlich. Da läuft sogar der Funk. Das ist genau die Stelle, wo die ganze Zeit Wasser reinläuft. Da unten war ja ein absoluter Teich ich vergesse mal die Worte, ne? Im Kartentisch. Ja. Und jetzt läuft das tatsächlich. Wahnsinn. Ja, wir haben Lauf hier, wir haben Lauf. Dank ihm. Das kann ich mir heute nicht zuschreiben. So.
Also wir haben jetzt fast 48 Stunden diese Batterien geladen. Jetzt hoffen wir mal, dass da ein bisschen bessere Nachrichten rauskommen, als das gestern war. Ah, toll, halt die Schnauze. Ey, hör auf damit! Aua! 11,6 Volt. Noch weniger als vorher. Nee, besser. Wie? Wir hatten noch 11,6 Volt. Wir hatten vorher über etwas an die 10. Ja? Ja. Na gut. Dann habe ich fast nichts gesagt. So, eine Sache, die wir jetzt auch noch rausgefunden haben, ist, dass wir hier unten eine Ecke die Sicherung für die Ankerwinch haben. Und da wir ja den dritten Stromkreis hier unten auch zum Laufen kriegen konnten, dachten wir uns, probieren wir hier mal den Windlass-Schalter. Und der macht aber folgendes Geräusch. Ja. Das kommt offensichtlich hier unten von diesem Relais. Jetzt müssen wir mal prüfen, ob das noch irgendwie geht, weil vorne... Drück mal. Drück mal. Okay, ja, alles gut. Denn vorne die Ankerwinch war ja so extrem, oder ist so extrem korrodiert. Gucken wir mal, ob da vorne noch irgendwas ankommt, ob da noch irgendwas geht. Wir schauen. Ja, was soll ich dir sagen? 1 Volt. 1 Volt. Also könnte sich was ändern, wenn ich auf den Knopf drücke? Das wäre eigentlich 1 Volt. Also kriege ich Strom, irgendwas. Aua! Anderen Knopf. Warte, anderen Knopf. Nochmal. Nein. Nochmal. Nein. Warte. Nochmal. Nein. Nein. Nochmal. Nein. Warte. Mein Gott. Also hier kommt nichts an. Okay. Kommt das nicht an, weil der Scheißhaufen einfach am Arsch ist? Ist der so korrodiert, dass da nichts mehr geht? Oder was meinst du? Das Was ist könnte die gut Einschätzung? möglich sein. So richtig, ich hab gefurzt. Mein Gott. Was ist mit dir? Ist man gemeinsam auf den engsten Räumen und der furzt die ganze Bude zu, ne? Das ist so. Das hast du auch nur unter Brüdern, dass er einfach gemeinsam in so einer Hotbox sitzen muss, wirklich. So, jetzt haben wir Durchgang. Okay. Hier kriegst du noch nicht mal mehr einen Durchgang drauf. Ja, das ist wohl Schrott, würde ich behaupten. Ja, macht nichts. Kauf mal neu. Kauf mal neu. Guck mal hier. So, Toilette die zweite. Auf dass ich mich wieder mit Scheiße vollspritze. Und ich nicht daneben stehe. Ich filme es gleich Schön, durch dass das der die Fenster. Kamera hält. Ich filme es gleich durch das Fenster von außen. Na, ist gleich voll. Mhm, passt. Und kommt was Braunes mit? Oder Nö. Ist nur Pipi, kein Kaki. hast du Glück gehabt? Boah, es stinkt einfach, da wollen wir direkt würgen. Ja. Deswegen kann ich das nicht. Ich kipp das da direkt in den Abfluss. Ja. Das sind die Momente, die wollen wir. Kurz beruhigen. Boah. Atmen mal tief Ich durch. muss meine Oropax in die Nase stecken. Soll ich dir so eine Maske besorgen? Oh, fuck. Sei froh, dass es hier nicht so warm ist, wegen der Heizung. Man trinkt Wasser. Alter. Also jeder, der das jetzt sieht, das möchte keiner riechen. Lustig. Seid froh, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Ja. Und jetzt kannst du mal den Schlauch von oben nach unten durchkneten. Das meine ich ernst. Den kannst du nicht kneten, der ist zu fest. Dann klopf ihn ab mit dem Schraubenzieher. Ja, meinst du, ich kann da jetzt mit meinem
absoluten Gehör eine Verstopfung. Du sollst ihn abklopfen, damit sich das löst und nach unten rausflutscht. Sei doch nicht so. Da willst du einen Hammer haben. Da liegt doch ein Hammer unten drin. Ich glaube, mit dem Hammer hat man das schon mal gemacht. Nimmst du bitte den Hammer? Mit dem Hammer hat man das nicht schon mal gemacht. Mit dem Hammer haben wir das Seeventil Dann geöffnet. nimm den Hammer. Und klopf mit dem Hammer bitte dieses Ding ab. Das Problem ist, ich muss hier 3 Sachen gleichzeitig machen, Ja, okay. weil du mir hier nicht helfen kommst. Ich kann dir nicht helfen. Wie soll ich dir da helfen gerade? Oh, ist hier eine Wurst. Was ist das denn? Der Ausfluss hier ist verstopft, Alter. Okay, ja, aber immerhin. Immerhin. Das ist verstopft. Ja, wenigstens kommt da nichts raus dann. Boah, das kann ich nicht. Boah. Entschuldigung. Echt jetzt? Boah. Geil. Mission accomplished. Nein, darauf falle ich nicht rein. Nein. Komm schon. Nein. Komm schon. Nein. Gib mir 5. Nein, auf gar keinen Fall. Es dreht. Okay, lass mal. Also auf jeden Fall. Oh, guck mal, ne, hier kommt was raus. Wo kommt das denn her? Die haben geschrieben, dass es da einen Bypass gibt irgendwo. Ja, das könnte der Bypass sein. Das stand da, dass es einen Bypass gibt vom Auspuff, damit sich kein Unterdruck bildet und der Wasser in Dingens zieht. Nun gut. Das habe ich gelesen. Jedenfalls, hinten habe ich es gluckern gehört. Schön. Also möglicherweise funktioniert auch der Wasserkreislauf. Wir wissen auch nicht, ob die Spritpumpen laufen. Ja. Ne? Das ist auch Es gibt so. noch einige Sachen zu checken. Aber wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Aber der hier. Motor dreht, es läuft. Der Motor dreht, es läuft. Und das ist schon eine ganze Menge mehr wert. Also der Motor ist nicht fest. Es kommt hinten Luft raus und es kommt Wasser raus. Also kann es nicht mehr so viel sein. Wir machen jetzt mal Pause, sonst haben wir gleich die Batterie ganz leer. Ja. Was machst du denn da? Ölfilter Renew. Kannst du reinigen und austauschen? Vielleicht, Du meinst, uns fehlen Dichtungen, dass wir jetzt was zurechtschneiden müssen? eventuell. 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 Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich werde da jetzt mal so ein paar Dichtungen rausschneiden. Ist die Kacke noch dicht jetzt? Er hat gerade einen Dichtring verloren in den Motorraum rein, weil ich ihn über der Poperze gekrault habe wie eine Katze. Ganz toll. Und wir haben kaum Ersatz hier, deswegen ist es gerade ungünstig. Was sollen wir machen? Das sind einfach Dinge, die passieren, während man lebt. Jetzt habe ich extra einen zurechtgeschnitten. Ja, brauchst du nicht. Ich brauch 2 davon, nicht eine. Ich hätte auch noch einen zweiten zurechtgeschnitten, du hast nicht gesagt, ob die okay ist. Achso, nein, die ist nicht okay. Das stimmt gar nicht, die wäre wahrscheinlich okay gewesen. Oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre sie okay gewesen. Wahrscheinlich. Aber ich will sie nicht. Jetzt das Prinzip, ne? So ein schlechter Mensch. Das ist so ein schlechter Mensch, einfach nur böse. Bösartig einfach, dieser Mann. Achso, gib mir mal das.